Willkommen bei Nextmove. Da ist das Ding, das Model Y ist da. Ihr seht mich glücklich, ich darf es heute testen und nehme euch natürlich mit. Eines der ersten Fahrzeuge, die in den USA produziert wurden, hat den Weg nach Europa gefunden und wir haben es hier auf dem Kanal. Wir schauen uns an das Handling, die Bedienung des Fahrzeuges, wie viel Platz, ich bin 2 Meter groß, passe ich rein. Wir testen die Reichweite auf der Autobahn, wir schauen, was das Auto kostet in Deutschland, wenn es dann kommt. Wir schauen auf die Wettbewerber, wer will Tesla da in die Suppe spucken. Wir schauen uns die Verarbeitung an, gibt es da Kritikpunkte am Auto und wir haben noch einen Autoexperten, der seit 30 Jahren Autos testet. Ich bin gespannt auf seine Meinung. Abonniert gerne den Kanal. Jetzt geht's los mit dem Test hier bei Nextmove. Wir fangen vorne an. Auf den ersten Blick, wenn man das Auto sieht, denkt man, hey, ein Model 3. Aber erst beim genaueren Hinschauen, wenn man auf die Spiegel schaut oder dann doch die Höhe des Fahrzeuges erkennt von der Seite, sieht man, das Model Y ist anders. Wie kommt man rein ins Auto? Einen klassischen Fahrzeugschlüssel gibt es nicht. Es gibt eine Karte oder man hat natürlich die App verbunden, wo man via Bluetooth das Fahrzeug einfach nur durch Dabeihaben des Handys öffnet. Wenn ich natürlich hier vorne in den Kofferraum rein möchte, dann muss ich hier drücken und dann geht er auf. Etwas größer als beim Model 3, ohne Teppich. So sieht es hier drinnen aus. Natürlich kann ich ihn auch drinnen übers Display öffnen. Von hinten sieht das Fahrzeug durchaus einem Tesla Model X sehr ähnlich. Ich zeige euch mal den Kofferraum. Ich habe mich mal reingesetzt. Wir haben hier also einen richtig großen Kofferraum und endlich auch eine richtige Ladeluke. Zum Vergleich, Model 3 müsst ihr hierdurch alles einladen. Und jetzt von der Fläche her ist es ähnlich. Die Autos stehen auf der gleichen Plattform, aber man hat endlich das Volumen und kann hier entsprechend auch was reinpacken. Hat natürlich hier auch noch mal eine große Mulde, wo ich jetzt meine Füße drin habe. Man hat für die Campingfreunde eine 12-Volt-Steckdose. An der Seite auch noch mal Stauräume, wo man Sachen reinpacken kann. Die Rücksitze, ihr seht es hier in 2 verschiedenen Positionen, wenn man es etwas weiter hinten haben möchte oder weiter vorne. So, weiter geht's im Kofferraum. Hier habe ich auch noch ein kleines Ablagefach, zum Beispiel für Ladekabel. Das ist der Deckel, der eben gefehlt hat. Den packe ich jetzt mal rein und dann schauen wir uns, wie wir die Sitze umlegen können. Für Leute mit kurzen Armen gibt es da hier 2 Knöpfe und ich bin lang, ich kann hier reingreifen. Entriegelt elektrisch, hier in der Mitte ist es geteilt, da ist hier der Griff. Ich kann sie aber auch zusammenlassen und hier drüben entriegeln und nach vorne werfen. Der Schließer für die Heckklappe ist übrigens hier oben, aber jetzt wollen wir mal noch nachmessen, wie groß ist der Kofferraum denn wirklich. Da messen wir zum einen zwischen den Radkästen, da haben wir 95 cm und die Länge in der Mitte gemessen, ab Sitz, haben wir 110 cm. Und wie weit ist es nach vorne? Da habe ich mir den Beifahrersitz ganz vorne hingestellt, dass aktuell keiner mehr da sitzen kann. Da habe ich hier 2,10 Meter und wir messen noch mal zum Fahrersitz, wo ich gesessen habe. Da haben wir 1,84 Meter. Der Ladeanschluss ist auf der Fahrerseite. Man drückt hier drauf und er öffnet sich. Das ist jetzt hier der amerikanische Stecker, weil es ein Import ist. Das heißt, egal ob Supercharger, CHAdeMO-Adapter oder Homecharger, steckt man den Stecker einfach rein. Ist immer der gleiche. Die deutschen Autos haben an dieser Stelle natürlich dann einen CCS-Anschluss. So, ich sitze jetzt hier auf dem Beifahrersitz. Der Sitz ist ganz unten und so, dass ich jetzt hier bequem im Auto sitzen könnte. Ich bin 2 Meter groß und steige mal um und setze mich hinter mich selbst sozusagen und schaue mal, was da noch übrig bleibt vom Platz. So, und siehe da, ich kann hier hinten ordentlich sitzen, habe hier sogar noch Platz vor den Knien und kann meine Füße auch hier unter den Sitz drunter stecken, obwohl er ganz unten ist. So, ich rutsche mal noch rüber. Der Fahrersitz ist ganz hinten. Mal gucken, wie es hier drüben aussieht. Und nicht mehr ganz so fluffig, aber ich kann hier immer noch gut sitzen. Die Kopfstütze hat 2 Positionen, ab geht sie nicht, aber ich kann sie hier hoch machen. Aber ihr seht schon, dieser Holm hier ist für große Menschen ein bisschen im Weg. Ich setze mich mal hin, da schlage ich mit dem Kopf nämlich an, da bin ich dran mit dem Kopf. Aber es ist die Komfortposition, was die Rückenlehnen angeht. Das heißt, ich kann sie hier ein bisschen nach vorne holen auf eine aufrechtere Position und dann passe ich hier hinten einigermaßen rein mit meinen 2 Metern, aber sowieso ist mein Platz hier vorne. Familienfreundlich ist das Auto auch, was die Ablagen angeht. In allen 4 Türen finden wir relativ große Fächer, um hier Sachen zu verstauen. Eine spannende Frage, die ihr euch und wir uns auch gestellt haben. Wie ist denn nun die Qualität, Lackverarbeitung, Spaltmaße? Gibt es Schäden am Auto? Also echte Schäden habe ich nicht gefunden. Beim genauen Hinsehen, wer noch kritischer ist als Nextmove, der findet natürlich was. Aber Spaltmaße sind mir schon ein paar Sachen aufgefallen. Hier oben ist ein relativ großer Spalt. Da kann ich meine Finger reinstecken. Außerdem ist der Heckspoiler hier vom Performance-Modell. Da gibt es einen kleinen Luftspalt.
Hier hinten die Heckklappe, da ist eine kleine Stufe, vielleicht ist die auch gewollt, bin ich mir nicht ganz sicher. Wir haben hier eine ausgeprägte Zweifarbigkeit in den Bauteilen, bringt das Video vielleicht nicht ganz rüber. Und hier unten noch eine Stufe. Außerdem war mir konstruktiv im Innenraum auch noch eine Sache aufgefallen. Zu Kritikpunkten noch die Gurtführung. Der Sitz ist jetzt in der Komfortposition hinten und der Gurt steckt hier hinten fest und ich kriege ihn nur so rausgefischt quasi. Und die Führung geht. Wenn ich den Sitz in die aufrechte Position mache, dann fehlt es hier oben so ein bisschen an Führung. Das hätte man besser lösen können, glaube ich. Weiter im Innenraum ist noch aufgefallen auf der Rückbank, dass die Passform noch nicht ideal ist. Hier haben wir noch eine kleine Stufe drin und hier steht die Verkleidung, die ist sehr steif, ein bisschen ab. Aber man muss natürlich fairerweise sagen, wir haben hier wirklich eines der ersten Autos und auch beim Model 3 sind die Autos jetzt viel besser, als sie waren, als die ersten Autos nach Deutschland kamen. Der Gesamteindruck ist wirklich gut, auch dieses Chrom-Delete, dass es also jetzt hier schwarz ist, auch die Griffe, das gefällt mir deutlich besser. Und man muss auch sagen, die deutschen Kunden, die kriegen keinen Model Y aus den USA, die kriegen einen Model Y made in Germany. Die ganze Fabrik wird neu gebaut, neue Maschinen. Wir erwarten uns da schon noch ein bisschen mehr, als es heute vielleicht hier zu sehen war. So, schauen wir uns noch das zentrale Bedienelement an, den Touchscreen. Es gibt nur dieses eine Display, draufgesetztes Tablet. Rechts und links ist nackig, kein Tacho-Display sozusagen. Die Geschwindigkeit wird dann hier oben angezeigt, wenn das Fahrzeug in Bewegung ist. Ich habe hier unten ein Menü, wo ich zum Beispiel die Klimaanlage steuern kann. Da geht dann das Fenster auf. Ich kann hier die Sitzheizung steuern. Die gibt es sogar hinten in der Mitte. Ich kann sie alle wieder ausmachen und mache jetzt fürs Video aber auch die Klimaanlage wieder aus, damit wir ein bisschen Ruhe haben im Auto. Wir haben hier unten unsere Musikleiste, die ich auf verschiedene Stufen hochziehen kann und entsprechend vom Telefon, Spotify oder eben Radio hören kann. Weiter gibt es hier noch Kamera, Telefon, Kalender, das Energiemenü zum Beispiel. Hier war's. Das Auflademenü, das Internet oder auch die Unterhaltung und Spielkiste, wo zum Beispiel auch ein Lagerfeuer ist und natürlich, wie bei Tesla üblich, das Furzkissen mit verschiedenen Positionen und Geräuschen. Standardansicht ist immer sozusagen das Navi-Display. Da habe ich hier rechts auch Menüs, wo ich zwischen Satellitenansicht und normaler Verkehrsansicht hin und her wechseln kann und entsprechend Fahrtrichtung oben, Norden oben oder je nachdem, wie ich es haben möchte, mir konfiguriere. Hier rechts wären dann noch die Sitzheizungen für die Vordersitze als Favoriten-Button sozusagen und Heckscheibenheizung und Frontscheiben. Anti-Beschlag sozusagen. Das ist unser Hauptmenü, kriege ich links aufs Fahrzeug. Dort ist auch der Button fürs Handschuhfach. Und ansonsten Schnellzugriff, Beleuchtung. Schauen wir uns die wichtigsten Dinge an. Im Schnellzugriff kann ich zum Beispiel mein Lenkrad verstellen, dass ich dann, wenn ich das Menü aktiviert habe, über Mehrfachbelegung der Tasten entsprechend rein, raus, hoch, runter verstellen kann und entsprechend als meine Fahrerposition speichern. Genauso über die Außenspiegel erst den linken, dann draufdrücken, dann hopst's nach rechts und pupsen tut's auch noch. Das müssen wir noch wieder ausschalten. Zack. Gehen wir wieder ins Hauptmenü. Verriegelung kann ich konfigurieren, das Licht kann ich konfigurieren. Natürlich auch das Fahren, lässig oder Sport. 3 verschiedene Lenkmodi, regeneratives Bremssystem. Und ganz schön, das gab es am Anfang auch noch nicht, ich kann im Stoppmodus unterscheiden zwischen Kriechen. Das heißt, er kriecht los, wenn ich die Bremse löse. Rollen, ich muss aktiv das Strompedal oder Fahrpedal betätigen. Und halten heißt, er macht Rekuperation bis in den Stand und bleibt selber stehen, ohne dass ich das Bremspedal benutzen muss. Autopilot-Menü kann auch umfangreich konfiguriert werden. Navigationsoptionen gibt es und natürlich sehe ich auch, ob meine Software aktuell ist und wann die Premium-Konnektivität bei diesem Fahrzeug hier erlischt. Ich habe also nur mein Tablet in der Mitte, links ist nichts, also kein Tacho- oder Fahrerzentraldisplay und natürlich auch kein Beifahrerdisplay, wie das bei manchen Fahrzeugen optional verfügbar ist. Das Hauptmenü ist hier unten links aufs Auto gedrückt, dann kann ich zum Beispiel auch das Handschuhfach öffnen und finde direkt im Handschuhfach neben der Roadside Assistance Information zum Abschleppen zum Beispiel des Fahrzeuges dieses schöne Putztuch. Schalte ich auf Display in den Display-Reinigungsmodus, wird das Display schwarz, ist entsprechend druckunempfindlich und ich kann alle meine Fingerabdrücke mit diesem sauberen Tuch dann wegwischen. Schauen wir uns noch ein paar Werte an.
Bei umgeklappter Rücksitzbank haben wir 1900 Liter Kofferraumvolumen. Anhängerkupplung ist optional verfügbar. Bis 1600 Kilogramm kann das Auto ziehen. Das Performance-Modell geht in 3,7 Sekunden auf 100. Die normale Allrad-Variante in 5,1 Sekunden. Reichweite für den normalen Allrad nach WLTP liegt im Bereich 500 Kilometer, so die Ankündigung. Das Performance-Modell hat ungefähr 5% weniger. Bei dem Auto standen hier vollgeladen jetzt 455 Kilometer drauf. Der WLTP könnte im Bereich 480 Kilometer liegen. Höchstgeschwindigkeit für dieses Auto hier 241 km/h und die normale Variante ist mit 217 km/h angegeben und damit schneller als viele andere Elektroautos aus deutscher Produktion, aber natürlich irrelevant für den Rest der Welt. Was kostet nun das Model Y in Deutschland und wie viel ist es teurer als ein Model 3? Da sind überraschende Zahlen, die wir für euch haben. In Deutschland ist ja das Model Y bereits bestellbar, so wie hier mit einer vollen Ausstattung und dem vollen Potenzial für autonomes Fahren würde das Auto fast 75.000 € kosten. Aber wenn ich die Grundausstattung in Anführungsstrichen nehme mit dem einfachen Autopilot, Allrad, großer Akku, liegt das Auto bei 59.600 € und ist damit nur in Anführungsstrichen 1.500 € mehr als das gleiche Allrad Tesla Model 3. Der Unterschied wirkt zunächst größer, weil Tesla beim Model 3 auf der Homepage den Herstelleranteil BAFA schon abzieht, also 3.000 € und das Model Y aktuell zu Listenpreisen angeboten wird. Und es soll ja später auch noch eine Heckantriebsvariante kommen mit einem kleineren Akku. Und da rutscht das Model Y ganz nah an die 40.000 ran. Und das Model 3 Battery Day, mal sehen, was da kommt, wird vielleicht demnächst noch mal ein bisschen billiger, dass dann doch wieder eine größere Preisdifferenz zustande kommt. Aber man zeigt schon, wohin die Reise geht. Das hier wird Teslas neuer Kassenschlager und Teslas Weltauto vermutlich. Wie sieht's aus mit Wettbewerb? Ist das Model Y allein auf weiter Flur? Wir glauben nicht, denn VW gibt mächtig Gas mit dem ID.4, der da demnächst auf den Markt kommt und noch vor dem Model Y in den Markt starten soll. Die ersten Vorserienfahrzeuge fahren schon rum und Produktionsbeginn wird Ende des Sommers in Deutschland sein. 77 Kilowattstunden Akku, Allradantrieb und ein ähnliches Platzangebot wird der ID.4 bieten. Es gibt ihn sozusagen als Kombi und als Coupé. Preis geschätzt, wir schätzen ungefähr 10.000 € mehr gegenüber dem ID.3 der First Edition, dem Einstiegspreis. 10.000 € mehr für den Allradantrieb, für den größeren Akku und für das größere Auto. Sagen wir mal mindestens 10.000 mehr, dann würde es knapp über 50.000 € losgehen. Listenpreis wohlgemerkt vor Prämie und damit billiger als das Tesla Model Y. Tesla bietet natürlich die höhere Ladeleistung, vermutlich auch auf der Autobahn eine bessere Aerodynamik als der ID.4, aber VW kommt wahrscheinlich früher. Ein zweiter Konkurrent wäre der Hyundai 45. Auch da soll es nächstes Jahr schon losgehen mit Auslieferung. Platz vermutlich ein bisschen kleiner, auch ein Ticken weniger Reichweite. Aber das Auto soll ein 800-Volt-System bekommen und wird damit auf der Langstrecke mit der schnelleren Schnellladung oder zumindest genauso schnell wie dieses Auto da Paroli bieten können. Vermutlich zu einem attraktiveren Preis. So, die Allrad-Performance-Modelle von Tesla sind natürlich bekannt für ihren Start aus dem Stand. Wollen wir mal schauen, ob es das Model Y auch kann. Auf die Plätze, fertig, los! So, wie fährt sich denn nun das gute Stück? Es fährt sich gut, kann ich euch sagen. Ich bin ziemlich angetan von der Fahrdynamik und auch vom Fahrverhalten. Wir haben das gleiche kleine, knuffige Lenkrad wie in einem Tesla Model 3. Wir haben aufgrund der großen Scheiben eine bessere Rundumsicht hier im Fahrzeug. Wir haben natürlich einen Performance-Allradantrieb, der hier ordentlich zur Sache geht. Es ruckt, aber man hat nicht den Eindruck, dass es das Auto zerreißt.
was nicht heißt, dass der Schlag nicht da ist, aber gerade im Bereich Model X, die vorderen Antriebe in bestimmten Fahrwerkshöhen sind natürlich ein Problem. Und ich hoffe natürlich, wenn das Fahrzeug hier leichter ist und Tesla auch dazugelernt hat, dass so eine Probleme hier bei dem Auto nicht auftreten. Und das Auto ist agil, man merkt nicht, dass man hier ein hohes Gewicht mit sich rumschleppt. Die Geräuschkulisse, Autobahn machen wir gleich noch, ist angenehm im Auto und ich habe jetzt vom Fahren her überhaupt nichts Negatives feststellen können. Und auch Schlaglöcher sind nicht unangenehm aufgefallen. So viele gibt's ja nicht, aber auch keine, ja, nicht hart und unangenehm, kein Holpern. Es klappert hier nichts im Auto und insofern kann man so für das Handling und für das Fahrverhalten schon erstmal einen Daumen hoch geben. Fahrwerkseinstellungen habe ich natürlich. Jetzt haben wir eine rote Ampel, dann kann ich auch noch mal reinschauen. Genau wie beim Model 3. Wir haben also lässig und Sport. Wir haben 3 Lenkmodi und 2 Rekuperationsmodi. Und hier vorne sind ganz viele Ampeln. Im Display sehe ich jetzt hier 4 Ampeln. 4 sind es auch da vorne. 3 bis 4. Und weiter geht's. Jetzt war mal ein größeres Schlagloch. Straff, aber nicht holprig, würde ich sagen. Und was man vor allen Dingen positiv merkt, ist, dass das Auto nicht so wankt wie dieses, ich sag's jetzt mal böse, Dickschiff Model X, wo man schon bei schnellen Lastwechseln dann auch mal merkt, dass die große Masse eine gewisse Trägheit hat. Das ist hier bei dem Auto nicht so. Sitzposition war noch eine Frage in euren Kommentaren und Gurtpassform. Also der Gurt, den kann ich hier in der Höhe verstellen, gefällt mir schon mal sehr gut. Und ich persönlich, also der Einstieg ist sehr angenehm, logischerweise halt nicht so tief. Ihr habt es gesehen, die Sitze sind auf solchen Schienen angebracht, sitze hier sehr gut. Und es gibt nur wenige Autos, in denen ich mit meiner Größe mich reinsetze und schon nach Minuten oder nach einer kurzen Zeit mich eins fühle mit dem Auto. Und das habe ich im Model 3 und das habe ich natürlich auch hier mindestens genauso sehr in diesem Model Y. Gefällt also mir auch sehr gut vom Sitzen und vom Fahren einfach. Es ist wie aus einem Guss, macht schon Spaß und die Leute gucken auch. Wir haben lange keine Fahrvideos gemacht, heute war es mal wieder soweit. Wir arbeiten natürlich Corona-konform, das heißt, ich bin hier nicht zu meinem Privatvergnügen, sondern in der angenehmen Ausübung meiner beruflichen Tätigkeit. Für unseren Kameramann galt das Gleiche, er ist auch Profi-Kameramann sozusagen. Wir haben nicht gemeinsam im Auto gefilmt, sondern immer gemeinsam nur an der frischen Luft, bei Sonne und Wind und mit Sicherheitsabstand jetzt gerade und bei allen Fahrszenen, wenn das Auto sich bewegt, bin ich alleine im Fahrzeug unterwegs. So, jetzt geht's noch auf die Autobahn. Beschleunigung könnte man noch mal testen. Geräuschkulisse. Wie liegt er auf der Straße? Wir haben ja hinten keine Hutablage, kommen da Geräusche vor. '90, spurfrei. Autopilot aktiviert. Und wir fahren jetzt 130. Im Rest der Welt fast der Rest der Welt ist Schluss bei dieser Geschwindigkeit und wird schon ein bisschen lauter, würde ich sagen. Aber ist jetzt noch nicht unbedingt lauter als in einem Tesla Model 3. Audi e-tron ist da natürlich eine andere Liga, aber man kann nicht alles haben. Autopilot läuft hier richtig, richtig satt. Klebt in der Spur, so wie es sein soll. Und kann man sich dran gewöhnen. Die Autobahn ist ein bisschen schlecht gebaut, könnte man sagen, oder stark benutzt. Die ist schon leicht wellig und ein bisschen hippelig, würde ich mal sagen.
Das merkt man auch, aber so vom Fahrwerk her ist er aus meiner Sicht super souverän und schwankt auch nicht. Das habe ich schon, ist beim Model X ein bisschen windig, ist es glaube ich auch draußen, aber nicht sehr viel. Und insofern ist das hier schon sehr, sehr schön. Jetzt nochmal 150. Wind wird ein bisschen lauter. Ja, wird es schon lauter. Kann aber auch sein, das haben wir beim Model 3 gesehen, dass wenn die Passform, gerade auch was das Glasdach angeht, noch nicht optimal ist, dass da an der Stelle noch Verbesserungspotenzial ist, in der kommenden Serie die Autos dann auch noch ein bisschen leiser zu kriegen. So, wir machen jetzt noch einmal eine relativ beschwingte Beschleunigung. Um 90 Grad geht es hier links rum. Das heißt, in der Kurve ein bisschen Gas geben. Hat ein kleines bisschen nachgeregelt, aber ist sehr stabil geblieben. Kann man nicht meckern. Wir fahren noch mal gemächlich auf die Autobahn drauf. Wir sind jetzt bei 60. Immer noch 60. Ich suche mir noch eine Lücke. Und erlaubt sind 120. Und die haben wir jetzt erreicht. Geht schon gut. So, wie weit fährt sie nun, das gute Stück, auf einer deutschen Autobahn? An der Stelle müssen wir leider heute ein paar Abstriche machen. Mir ging es heute darum, ein bisschen Emotion, ein bisschen Handling, auch Geräuschkulisse rüberzubringen. Wir fahren jetzt wieder 120 km/h. Und bei Next Move, wir nehmen es immer sehr genau mit solchen Sachen, mit Reichweite. Wir fahren da nicht nur 20 Kilometer bergauf, bergab, je nach Wind, und dann kommt da irgendein Wert raus. Wir nehmen es da relativ genau. Und das will ich auch machen. Wir werden das Auto noch bei verschiedenen autobahntypischen Geschwindigkeiten testen, auch mit anderen Vergleichsfahrzeugen. Dafür fehlt mir heute in meinem gebuchten Timeslot auf das Auto die Zeit, aber ich verspreche es, wir holen es nach. Es kommt demnächst hier auf dem Kanal. Was machen wir eigentlich bei Next Move außer YouTube-Videos? Für alle die uns noch nicht kennen, mein Name ist Stefan. Next Move hat knapp 400 Elektroautos in Deutschland in der Flotte, darunter 50 Teslas. Auch das Model Y wird natürlich nächstes Jahr in die Flotte kommen. Unser Angebot reicht von Kurzzeitmiete bis Abo für Leute, die es gerne mal ausprobieren wollen. Darüber hinaus liefern wir hier auf dem Kanal natürlich Kaufberatung, Marktbeobachtung und jede Menge E-Auto-Tests für euch. Das Ganze natürlich gratis und gerne auch mit Abo. So, kommen wir noch zur Expertenmeinung. Wir haben einem echten Urgestein und Autotester-Profi das Auto mal in die Hand gegeben. 30 Jahre Erfahrung, über 10.000 verschiedene Autos gefahren. Thomas Geiger sitzt im Auto. Ich schnipp's mal rum und dann fragen wir mal, wie es war. Ja, erste Erfahrung mit Model Y. Typisch Tesla in ganz, ganz vielen Dingen, aber in meinen Augen einer der aussichtsreichsten Teslas. Das Package finde ich richtig gelungen. Ein bisschen mehr Platz als im Model 3, die Kopffreiheit, die Variabilität, die bequemeren Rücksitze. Die dritte Sitzreihe kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, aber das Paket wirklich gut und sicherlich der aussichtsreichste Tesla. Einziges Problem, zumindest in Europa ist Tesla ausnahmsweise mal hinten dran, und wenn Tesla dann irgendwann in einem guten Jahr auf den Markt kommt, dann haben wir eben ein ID.4 von Volkswagen, wir haben ein iX4 von BMW, wir haben zugegebenermaßen ein bisschen kleiner ein Audi Q4 und die ganzen VW-Töchter Skoda, Seat sind dann auch da. Und was man vom Enyaq bislang erlebt hat zum Beispiel, ebenfalls ein sehr, sehr aussichtsreiches Auto. Das heißt, auf der einen Seite haben wir die berühmte, faszinierende Marke Tesla mit einem wirklich tollen Produkt, zumindest soweit ich das bislang beurteilen kann. Aber wir haben stärkere Konkurrenten denn je. Und die Reihenfolge ist diesmal gerade umgedreht. Deswegen würde ich sagen, das Duell war noch nie so, Achtung Wortwitz, spannend wie diesmal. Eine Frage, die wir noch klären wollen. Ihr habt geschrieben, zeig doch mal, wie du hier reinkriegst. Wie ist der Unterschied zwischen den beiden Autos? Model 3, ich gehe mal rein. Seniorengerecht, erst der Popo und dann die Beine. So.
Und jetzt gehen wir mal da drüben rein. Sportlich elegant, der junge Mann. Geht ein bisschen besser für Leute in meinem Alter. So, der direkte Größenvergleich war gefragt. Hier steht das Model 3 und hier das Model Y. Auf den ersten Blick ist das Model Y gar nicht so richtig größer, aber wenn man sie nebeneinander stellt, dann ist es schon relativ heftig. Ich zeige euch das mal. So, hier Model 3 und hier sieht man schon, dass er höher ist und ein bisschen größer daherkommt. Model Y. Und gleich weiter mit Audi e-tron. So viel ist da auch nicht mehr. Der ist genauso hoch, würde ich sagen. So, die Bodenfreiheit war noch ein Thema, was angefragt wurde. Der Untergrund ist nicht ganz eben. Wir sind hier mittig zwischen den Achsen und messen hier einfach mal an der Schiene in der Mitte. Da haben wir hier 15 cm und ich messe mal hier draußen am Schweller auch 15 cm handgemessen, wohlgemerkt. So, eine weitere Frage aus euren Kommentaren waren, gehen hier 3 Kindersitze rein? Wir sehen hier Befestigungspunkte Isofix und hier in der Mitte haben wir die nicht. Und auch da messe ich nochmal für euch. Von Gurtschloss zu Gurtschloss haben wir hier in der Mitte, von Mittegurt zu Mittegurt, 27,5 cm. Pylonentest war noch gewünscht, da haben wir sie uns hingestellt. Und ich drehe mal noch eine Runde. So, ihr wolltet noch wissen, ob ein Fahrrad reinpasst. Ich habe noch mal eins besorgt und dann gucken wir mal, ob es passt. Und wie ihr seht, es passt nicht ganz, liegt aber eher daran, dass wir hier eine relativ ausufernde Federgabel haben und einen extrem breiten Lenker. Und wenn es nicht so groß ist oder ansonsten man 2 Schrauben löst, dann passt es. Von der Länge her geht es auf alle Fälle rein. So, das war unser erster Tag mit dem Tesla Model Y, aber nicht der letzte. Wenn euch das Auto interessiert, dann bleibt gerne dran hier am Kanal. Ich hoffe, wir haben viele Fragen beantworten können und einen echten Querschnitt durch das Auto sozusagen geliefert. Als nächstes nehmen wir uns Reichweite und Verbrauch auf der Autobahn vor. Bis zum nächsten Video.